Ja, endlich haben die Friseure wieder offen und jetzt müsst ihr euch nicht mehr so einen Anblick wie die letzten Videos antun. Egal, darum soll es heute nicht gehen. Im heutigen Video geht es um die Unterschiede zwischen JPEG und RAW. Ihr wisst ja vielleicht, ich fotografiere in JPEG und in RAW und ich werde euch heute erklären, warum ich das so mache, welche Speichervariante welche Vor- und Nachteile bietet. Ja, falls ihr neu am Kanal seid, ihr wisst Bescheid, abonniert den Kanal und klickt die Glocke an, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich werde euch jetzt im ersten Teil einmal erklären, was die Vor- und Nachteile von JPEG-Bildern sind oder vom JPEG-Dateiformat. Und im zweiten Teil werde ich euch dann die Vor- und Nachteile vom RAW-Format erklären. Also fangen wir mal mit JPEG an. JPEG steht für Joint Photographic Expert Group und das JPEG-Dateiformat ist gut dafür geeignet, dass man Bilder gut komprimieren kann und dass sie generell einen geringen Speicherplatz verbrauchen. JPEG-Fotos können unterschiedlich stark komprimiert werden. Das kommt halt darauf an, wie man das in den Einstellungen definiert, beziehungsweise wie der Kamerahersteller das schon beim Erstellen des Fotos definiert. Man kann in der Kamera zum Beispiel auch noch auswählen, oft, ob man jetzt in Large, Medium oder Small JPEG fotografiert. Da kann man noch einmal definieren, wie stark die Komprimierung des Fotos ist. Ich war mal mit der Familie wandern und habe aus irgendeinem Grund mich entschieden, nur noch JPEG-Fotos zu machen, also bei diesem Ausflug, und haben mir die Fotos dann währenddessen angeschaut und habe mir gedacht, warum sind die so schlecht? Die waren richtig unscharf. Und ich bin dann drauf gekommen, ich habe in JPEG Small fotografiert. Also man merkt sogar schon auf der Kamera, am Display, den Qualitätsverlust, wenn man jetzt in einem kleinen JPEG-Format fotografiert. Also wenn ihr ein JPEG fotografiert, nehmt da auch nach Möglichkeit immer die größte Variante, damit ihr die höchste Bildqualität erhaltet. Ja, das JPEG-Dateiformat unterstützt eine maximale Auflösung von 65.535 Pixel in der längsten Seite und eine maximale Farbtiefe von 8 Bit, das heißt ihr habt 256 Farbabstufungen je Farbkanal. Durch die geringe Datengröße der JPEG-Bilder könnt ihr, wenn ihr Serienbilder aufnehmt, viel mehr Bilder in einer Reihe machen, bis der Buffer zum Beispiel voll ist. Das kommt jetzt auch wieder darauf an, wie groß der Buffer ist, das ist auch herstellerabhängig. Aber generell, wenn ihr ein JPEG fotografiert, könnt ihr mehr Fotos in einer Reihe machen, weil einfach weniger Daten auf die Speicherkarte geschrieben werden müssen. Beziehungsweise ihr müsst nicht so viel Augenmerk darauf legen, wie schnell die Schreibgeschwindigkeit der Speicherkarte ist. Das heißt, ihr braucht ja keine super duper schnelle Speicherkarte, sondern ihr könnt auch eine ganz normale Standard-Speicherkarte nehmen, ohne Probleme. Wenn ihr ein JPEG-Foto aufnehmt, hat das auch den Vorteil, dass ihr auf der Speicherkarte schon das fix und fertige Foto habt. Das heißt, ihr könnt die Speicherkarte in den Computer reinstecken, die Fotos überspielen und ihr habt dann alle Fotos schon fertig, ohne dass ihr eine Nachbearbeitung machen müsst. Durch die geringe Speichergröße der JPEG-Daten oder durch die geringen Informationen in dem Bild oder in der Datei ist halt die Nachbearbeitung nicht so gut möglich. Ihr könnt natürlich ein JPEG-Foto auch nachbearbeiten, gar kein Problem, weil weniger Informationen in dem Bild enthalten sind, als zum Beispiel bei einem RAW-Bild. Das heißt, ihr könnt sehr schnell den Qualitätsverlust sehen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Lichter runterholt oder Tiefen aufhält oder so. Das RAW-Format bzw. Rohdatenformat speichert viel mehr Informationen in der Datei und deswegen sind die Daten auch viel größer als bei JPEG. Je nach Kamerahersteller oder Kameramodell kann man hier auch unterschiedlich große Varianten des RAW-Formats auswählen, zum Beispiel Large RAW, Medium RAW, Small RAW. Oder bei der EOS R gibt es jetzt auch ein C-RAW, also ein kompaktes RAW-Format oder so. Also da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Wenn ihr RAW fotografiert, empfehle ich euch daher immer im größten RAW-Format zu fotografieren, damit ihr möglichst alle Informationen so gut wie möglich erhaltet. Ja, bei RAW bedeutet das allerdings nicht, dass ihr alle Informationen der Kamera habt, ohne irgendeine Art von Veränderung. Das ist halt nicht der Fall. Also es ist schon so, dass die Kamera die Daten verarbeitet und der Algorithmus das halt verändert, das Bild. Das heißt, es kann sein, wenn jetzt zum Beispiel der Hersteller entscheidet, beim RAW-Format, bei der RAW-Aufnahme auch eine gewisse Schärfung zu machen oder so, dann ist das schon in diesem RAW-Bild inkludiert. Das heißt, es ist jetzt nicht zu 100% wirklich das rohe Bild,
sondern halt zu einem geringeren Prozentsatz. Aber trotzdem ist das natürlich die beste Möglichkeit, wenn ihr Fotos nachbearbeiten wollt. Im Vergleich zu JPEG landet bei RAW nicht eine fix und fertige Datei auf der Speicherkarte, also ein fertiges Foto, sondern ihr habt ja wirklich die RAW-Datei, die erst noch bearbeitet werden muss, damit sie richtig dargestellt werden kann. Wenn ihr jetzt in RAW fotografiert, ist aufgrund der hohen Datengröße natürlich bei Serienbildern der Buffer viel schneller voll. Und ihr solltet auch darauf schauen, dass ihr hier eine Speicherkarte benutzt, die schneller schreiben kann. Und das Schreiben kann halt dann, wenn der Buffer jetzt voll ist, auch ein bisschen länger dauern als bei JPEG-Bilder. Das RAW-Format ist natürlich optimal geeignet, um Bilder nachzubearbeiten. Das heißt, wenn ihr wirklich die Fotos nachbearbeitet, so wie ich, dann empfehle ich euch in RAW zu fotografieren, weil ihr hier einfach die maximale Bearbeitungsmöglichkeit habt, also den maximalen Spielraum. Ihr könnt viele Einstellungen, also sehr viele Einstellungen, verlustfrei verändern, nachträglich. Natürlich habt ihr hier auch bei der Nachbearbeitung Grenzen. Ihr könnt jetzt Bilder, die extrem falsch belichtet sind oder sehr stark unterbelichtet sind zum Beispiel, könnt ihr nicht unendlich weit aufhellen. Ja, also ihr werdet dann schon noch einen Qualitätsverlust sehen, aber die Grenzen sind hier viel weiter auseinander und ihr habt viel mehr Spielraum. In den meisten Fällen, wenn ihr ein Foto so halbwegs richtig aufnehmen könnt, von der Belichtung her, ist es gar kein Problem, wenn ihr nachträglich noch was korrigieren müsst, ja, ohne dass ihr einen starken Qualitätsverlust habt. Da müsst ihr echt schon arg daneben liegen mit der Belichtung, also ein komplett schwarzes Bild machen, dass man das nicht mehr gescheit wiederherstellen kann. Aber wenn ihr wirklich so daneben liegt mit der Belichtung, dass ihr RAW-Bilder nicht mehr retten könnt, dann würde ich euch sowieso empfehlen, zuerst einmal die Basics der Fotografie zu lernen und die Belichtung richtig einzustellen. Falls ihr in RAW fotografiert und die Fotos auch fleißig nachbearbeitet, checkt auf alle Fälle meinen Webshop ab. Ich habe da neben dem E-Book auch noch ein Camera RAW Preset Pack drin, das für unterschiedliche Szenarien geeignet ist. Ja, also für Naturaufnahmen mit viel Grünanteil, für monochrome Fotos, warme Fotos, kalte Fotos und auch ein paar Spezialvoreinstellungen. Also ihr habt hier 20 RAW Presets drin. Bestellt euch das Pack, unterstützt mich damit sehr und stellt mir dann die Fotos, die ihr damit gemacht habt, in die Kommentare oder schickt mir das per E-Mail oder so oder auf Facebook, damit ich mal sehe, was ihr daraus zaubert. Das RAW-Format bietet auch eine viel größere Farbtiefe. Ihr habt hier 10 bis 16 Bit in der RAW-Datei drin und das merkt ihr auch, wenn ihr die Fotos nachbearbeitet. Nehmt einfach mal ein JPEG-Foto, bearbeitet das so gut wie ihr könnt und dann nehmt ein RAW-Foto und bearbeitet das so gut wie ihr könnt und vergleicht dann die Endergebnisse. Ihr werdet sehen, die RAW-Fotos werden dann im Endprodukt viel besser und viel höherwertiger sein, weil einfach viel mehr Informationen da ist und die Veränderungen in Photoshop einfach viel weniger Verlust verursachen. Um ein fertiges Foto nach der RAW-Bearbeitung zu bekommen, könnt ihr das natürlich genauso als JPEG abspeichern. Ihr habt ja dann die Bearbeitung schon hinter euch und wollt ihr nur noch ein fertiges Foto haben, beziehungsweise ein Foto, das wenig Speicherplatz verbraucht. Das heißt, das könnt ihr dann ganz normal als JPEG abspeichern und überall hochladen und so weiter. Die RAW-Daten unterschiedlicher Hersteller, beziehungsweise vom gleichen Hersteller, aber bei unterschiedlichen Kameramodellen, kann auch variieren. Es kann auch sein, dass zum Beispiel in Photoshop ältere RAW-Daten oder RAW-Daten von anderen Herstellern nicht gelesen werden können. Ich habe das selber so erlebt. Zum Beispiel habe ich vorher noch mit Photoshop CS4 gearbeitet und ich konnte da die RAW-Daten von der 5D Mark III bzw. von der EOS R gar nicht mehr öffnen. Man kann das Ganze auch umgehen, indem man sich einen RAW-Converter runterlädt und da könnt ihr quasi vorab die RAW-Datei in ein digitales Negativ umwandeln, also eine DNG-Datei und dann könnt ihr die auch in Photoshop öffnen, beziehungsweise in allen anderen Bildbearbeitungsprogrammen. In der Videobeschreibung sind wie immer alle Infos nochmal zusammengefasst und ihr findet auch einen Link zu meiner Website. Da könnt ihr euch kostenlos den DNG-Converter runterladen, sowohl für Windows als auch für Mac. Ja, wie anfangs schon erwähnt, fotografiere ich in JPEG und in RAW. Das hat ja den Vorteil, weil ich bearbeite die Fotos nach. Deswegen brauche ich natürlich die RAW-Datei, damit die Bearbeitung möglichst hochwertig ist. Und die JPEG-Fotos speichere ich einfach mit ab, weil es praktische Gründe hat. Von der Datengröße macht das jetzt nicht so viel Unterschied. Wenn ihr eh schon in RAW fotografiert, könnt ihr ruhig die JPEG-Fotos noch mitnehmen. Das ist dann nicht so tragisch. Und die JPEG-Fotos nutze ich halt dazu, dass ich sie noch einmal verkleinere und dann den Models schicke und den Visagisten schicke, damit sie sich mal anschauen können und halt eine Auswahl treffen können. Ja, das war mein Video zum Thema JPEG und RAW. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt
von RAW überzeugen. Es ist halt ein bisschen umständlicher und dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es ist auf alle Fälle wert, in RAW zu fotografieren. Lasst mir ein Like da, schreibt mir einen Kommentar, ob ihr in JPEG oder in RAW fotografiert. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis neulich.